Du wurdest eines Verbrechens beschuldigt, das du nicht begangen hast. Es ist unmöglich, deine Unschuld zu beweisen. Wenn du trotzdem darauf bestehst, dass du unschuldig bist, wirst du wahrscheinlich für schuldig befunden und hingerichtet. Aber wenn du gestehst, dich entschuldigst und noch andere beschuldigst, kommst du frei. Gibst du ein falsches Geständnis ab oder riskierst du eine öffentliche Hinrichtung? Vor dieser Wahl standen diejenigen, die im Dorf Salem in Massachusetts zwischen Februar 1692 und Mai 1693 der Hexerei bezichtigt wurden. Sie wurden Opfer von Paranoia über das Übernatürliche, fehlgeleitetem religiösem Eifer und eines Justizsystems, das Reue über Wahrheit stellte. Salem wurde 1626 von Puritanern besiedelt, einer Gruppe englischer Protestanten. Das Leben der Menschen in Salem war streng und abgeschottet. Kämpfe mit ihren indianischen Nachbarn und Gruppen französischer Siedler waren an der Tagesordnung. Die Menschen fürchteten Hunger und Krankheit und die Beziehungen zwischen den Dorfbewohnern waren angespannt. Erschwerend kam hinzu, dass der Winter des Jahres 1692 einer der kältesten seit Beginn der Aufzeichnungen war. 2 Cousinen, die 9-jährige Betty Paris und die 11-jährige Abigail Williams, begannen sich in diesem Winter sehr seltsam zu verhalten. Der Arzt stellte keine körperlichen Probleme fest, diagnostizierte aber, dass die Mädchen von böser Hand geführt wurden. Puritaner glaubten, dass der Teufel durch menschliche Vertreter Chaos in der Welt anrichtete oder durch Hexen, die die Natur verderben, teuflische Erscheinungen beschwören und Kinder quälen. Als die Nachricht sich im Dorf verbreitete, schienen sich auch die Symptome auszubreiten. In Berichten wird von 12 sogenannten betroffenen Mädchen gesprochen, die ihre Körper verdrehten, Anfälle hatten und sich über kribbelnde Haut beschwerten. 4 der Mädchen beschuldigten bald 3 einheimische Frauen, sie gequält zu haben. Alle 3 Beschuldigten galten in gewisser Weise als Außenseiterinnen. Am 29. Februar verhafteten die Behörden Sarah Good, eine arme schwangere Mutter einer kleinen Tochter, Sarah Osborne, die lange Zeit nicht in der Kirche gewesen war und einen Rechtsstreit mit der Familie einer ihrer Bezichtigerinnen führte, und Tituba, eine Sklavin aus dem Haus von Betty Paris, die nur unter ihrem Vornamen bekannt war. Tituba bestritt anfangs, den Mädchen etwas angetan zu haben. Aber dann gestand sie, auf Befehl des Teufels Hexerei zu praktizieren und beschuldigte Good und Osborne, sie gezwungen zu haben. Osborne und Good pochten beide auf ihre Unschuld. Osborne starb im Gefängnis, während Goods Mann sich vor Gericht gegen sie wandte und bezeugte, dass sie eine Hexe sei oder sehr schnell eine werden würde. Goods 4-jährige Tochter wurde inhaftiert und sagte schließlich gegen ihre Mutter aus. Inzwischen brachte Good im Gefängnis ihr Kind zur Welt. Das Baby starb und sie wurde verurteilt und kurz darauf gehängt. Tituba wurde bis Mai festgehalten und dann freigelassen. Diese 3 Opfer waren nur der Anfang. Als sich die Anschuldigungen mehrten, legten andere, wie Tituba, ein falsches Geständnis ab, um sich selbst zu retten. Die Behörden sollen sogar einer angeklagten Hexe gesagt haben, dass sie ohne zu gestehen gehängt würde, aber freikäme, wenn sie ein Geständnis ablegte. Sie waren nicht besonders an einer genauen Untersuchung der Vorwürfe interessiert. Im Einklang mit den Lehren ihrer Kirche bevorzugten sie, dass der Beschuldigte gestand, um Vergebung bat und versprach, keine Hexerei mehr zu betreiben. Das Gericht akzeptierte alle Arten von zweifelhaften Beweisen, einschließlich sogenannter geisterhafter Beweise, bei denen die Mädchen bei angeblicher Berührung durch unsichtbare Geister rasend wurden. Erschwerend kam hinzu, dass viele der Geschworenen in den Prozessen Verwandte der Ankläger waren, was ihre Objektivität beeinträchtigte. Wer es wagte zu widersprechen, wie etwa Richter Nathaniel Saltonstall, geriet unter Verdacht. Bis zum Frühjahr 1693 waren über 100 Menschen inhaftiert worden und 14 Frauen und 6 Männer waren hingerichtet worden. Inzwischen breiteten sich die Anschuldigungen über Salem hinaus auf benachbarte Gemeinden aus und selbst die mächtigsten Persönlichkeiten wurden zum Ziel. Als seine eigene Frau beschuldigt wurde, setzte der Gouverneur der Kolonie Massachusetts die Prozesse aus. Urteile wurden geändert, Gefangene freigelassen und Festnahmen gestoppt. Es gab Spekulationen, dass die Mädchen an Halluzinationen litten, die durch einen Pilz verursacht wurden oder durch eine Erkrankung, die zu einer Schwellung des Gehirns führte. Doch letztlich ist der Grund für ihr Verhalten unbekannt. Was wir wissen ist, dass Erwachsene wilde Anschuldigungen von Kindern als handfeste Beweise akzeptierten. Heute sind die Hexenprozesse von Salem ein warnendes Beispiel für die Gefahren des Gruppendenkens und der Sündenbocksuche.
sowie für die Macht der Angst, die menschliche Wahrnehmung zu manipulieren. Wenn du gerne etwas über Geschichte lernst, abonniere unseren Kanal. Jede Woche veröffentlichen wir Animationen über alles Mögliche, von der Verschwörung gegen Julius Caesar bis hin zur dunklen Geschichte der Bananen.